Moin! Für uns geht es mal wieder nach Italien. Dieses Mal geht's nach Sizilien, in die Stadt Catania. Natürlich gab es hier wieder das ein oder andere Glas Rotwein für uns, viele kleine und historische Gassen und natürlich den typischen Trubel Italiens zu sehen. Viel Spaß beim Video! Unser Flug von Hamburg nach Catania geht spät abends. Man kann entweder mit dem Bus oder mit dem Taxi vom sehr zentral gelegenen Flughafen in die Innenstadt fahren. Wir nehmen ein Taxi und sind in ca. 20 Minuten dann bei unserem Hotel. Wie eigentlich immer bei unseren Städtetrips haben wir uns wieder ein Hotel ausgesucht, das sehr zentral in der Stadt liegt. Wir können von hier aus fußläufig alles Wichtige erreichen. Das Zimmer ist wirklich schön, groß, geräumig mit einem kleinen Balkon. In unmittelbarer Nähe zu unserem Hotel findet man zwei schöne Parks. Zum einen den Botanischen Garten von Catania. Dieser wird von der Botanischen Abteilung der Universität von Catania betrieben. Hier kann man eine Sammlung von rund 2000 verschiedenen Sukkulenten sowohl in Gewächshäusern als auch im Freien bewundern. Direkt angrenzend befindet sich der Giardino Bellini, auch Villa Bellini genannt. Hierbei handelt es sich um die älteste Parkanlage der Stadt. Sie ist ganze 72.000 Quadratmeter groß. Die Parkanlage wurde übrigens im Jahre 1855 gegründet und wurde dem Komponisten Vincenzo Bellini gewidmet. In dem Trubel der Stadt ist das auf jeden Fall eine kleine Oase der Ruhe. Man findet Springbrunnen, einen Musikpavillon und ganz viele gemütliche Plätze im Grünen, wo man ein bisschen verweilen kann. Wir spazieren ein wenig weiter und stoßen durch Zufall auf den Open-Air-Market in Catania. Hierbei handelt es sich um einen wirklich trubeligen und gut belebten Markt, der jeden Tag außer sonntags stattfindet. Verschiedenste Händler bieten hier lauthals und gut gelaunt ihre Ware an. Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch, aber man findet durchaus auch Kleidung oder sonstige Textilien und Elektroartikel. Das macht Spaß zuzugucken. Wir setzen uns also hier in ein kleines Café, trinken draußen eine Tasse Kaffee und schauen dem Ganzen ein bisschen zu. Im Herzen von Catania und gefühlt durch komplett Catania verläuft die Via Etnea. Hierbei handelt es sich um eine richtige Flaniermeile. Hier findet man Kirchen und Paläste in dem schönen barocken Baustil, aber auch wirklich richtig viele kleine Geschäfte und Boutiquen, wo man auf jeden Fall die Kreditkarte glühen lassen kann. Genügend Straßencafés und Restaurants laden dann auch wieder ein, sich ein bisschen zu entspannen. Läuft man die Via Etnea entlang, dann stößt man auch auf dieses römische Amphitheater hier. Hier kann man von der Straße kostenlos ein wenig schauen, wie das Ganze mal ausgesehen hat. Es gibt in Catania aber noch ein zweites Amphitheater, das sogenannte Römische Theater. Hier muss man 7 € pro Person Eintritt bezahlen, um das Ganze besichtigen zu können. Das Theater wurde im 1. und 2. Jahrhundert unter römischer Herrschaft aus schwarzem Lavagestein aufgebaut. Im Zuschauerraum des Theaters findet man 23 Sitzreihen. Das Ganze hat einen Durchmesser von 100 Metern und damals bot es ungefähr 7000 Besuchern Platz. Wenn man sich selber hier hinsetzt und sich vorstellt, wie vor so vielen Jahren hier die Menschen ein bisschen etwas gegen ihre Langeweile getan haben, dann ist das schon wirklich ziemlich cool. Für uns geht es jetzt aber zurück auf die Via Etnea zum Piazza Università. Diese Uni ist bereits im Jahre 1434 gegründet worden und ist die älteste und zusammen mit der Uni in Palermo auch die größte Universität in ganz Sizilien. Hier sind so um die 38.000 Studierende eingeschrieben. Zum Teil kann man sich das Ganze auch von innen anschauen, also geht doch ruhig mal rein und guckt euch ein bisschen um. In dem Gebäude der Uni befindet sich übrigens auch ein kostenlos zugängliches Museum. Es handelt sich hierbei um ein archäologisches Museum, welches seit 2015 eröffnet hat. Ein paar Meter weiter ist dann auch schon der Piazza del Duomo. Hierbei handelt es sich wohl um den wichtigsten Platz in ganz Catania. In der Mitte des Platzes steht der Fontana dell'Elefante, der sogenannte Elefantenbrunnen. Der schwarze Elefant ist aus einem einzelnen Lavablock gehauen, was ja schon ziemlich beeindruckend ist.
Auf dem Rücken des schwarzen Elefanten liegt ein weißer Marmorsattel und auf diesem wiederum steht ein ägyptischer Obelisk aus weißem Granit. Bei einem Catania-Besuch begegnet einem der Elefant wirklich ziemlich häufig. In der ganzen Stadt begegnen einem immer wieder Bilder und Skulpturen von Elefanten. Und selbst im Stadtwappen findet man ihn wieder. Warum der Elefant das Wahrzeichen von Catania ist, darum gibt es viele Mythen und Geschichten. Am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass vor vielen, vielen Jahren einmal auch eine Armee aus Elefanten dabei geholfen hat, das besetzte Sizilien zu befreien. Ebenfalls am Piazza Duomo befindet sich der Palazzo degli Elefanti. Das ist der Sitz des Rathauses von Catania. Hier kann man auch reingehen und sich den wunderschönen Innenhof anschauen. Wir fanden es ziemlich cool, dass hier diese alten historischen Kutschen ausgestellt werden. Da kommt man ja fast in nostalgische Stimmung. Die Hauptattraktion des Piazza Duomo ist aber die Kathedrale Sant'Agata und die dazugehörige Kirche der Abtei Sant'Agata. Das Gebäude der Kathedrale wurde im Laufe der Zeit durch verschiedene Ausbrüche des Ätnas mehrfach zerstört. So wie es jetzt da steht, wurde es ab 1709 wieder aufgebaut. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei wirklich um ein beeindruckendes Gebäude mit beeindruckender Architektur. Geht also ruhig mal rein und schaut euch alles an. Die Orgel im Inneren ist übrigens ursprünglich ein Instrument, welches 1877 erbaut wurde. Im Laufe der Jahre wurde das Instrument dann mehrfach erweitert zu seiner jetzigen Form. Die angrenzende Kirche ist wesentlich kleiner als die Kathedrale. In ihrem Inneren befindet sich aber wirklich ein sehr beeindruckender großer Kronleuchter. Was uns besonders gut gefallen hat, ist, dass man für 5 € hoch auf die Kuppel laufen kann. Und von dort hat man dann wirklich einen atemberaubenden Blick über die ganze Stadt. Von uns auf jeden Fall ein großer Tipp, das hier zu machen, wenn man in Catania ist. Gar nicht weit entfernt von der Kirche und der Kathedrale wird es etwas trubeliger. Für uns geht es jetzt zum Fischmarkt La Pescheria in Catania. Jeden Tag außer sonntags geht hier bereits früh morgens das rege Treiben los. Es handelt sich wirklich um einen ganz traditionellen Fischmarkt hier in Catania. Es gibt wirklich zahlreiche Stände mit Fischen und Muscheln und sonstigen Meerestieren. Das Ganze hier ist wirklich wahnsinnig lebhaft. Man hört das Geschrei der Fischhändler und riecht noch so ein bisschen den salzigen Geruch des Meeres. Man kann hier aber auch Obst und Gemüse, Käse, Kräuter und sonstiges kaufen. Da haben wir uns doch erstmal eine leckere kleine Schale von Walderdbeeren gegönnt. Es gibt hier aber auch verschiedenste Sorten von Streetfood-Ständen. So kann man frisch gebratenen Fisch, geräucherte Artischocke oder auch eine andere Variante des Hamburger Fischbrötchens kaufen. Na, da müssen wir doch auf jeden Fall auch mal probieren. Uns hat das richtig Spaß gemacht, hier durchzulaufen und das authentische italienische Treiben auf uns wirken zu lassen. Übrigens sind weite Teile des Fischmarktgeländes unter diesen bunten Regenschirmen hier gelegen. Allerdings sollte das Stadtprojekt wohl nochmal neu aufgelegt werden. Das Wetter und der Regen haben die Regenschirme im Laufe der Zeit schon ganz schön zerfetzt. Nun geht's für uns auf zum Castello Ursino. Dieses Kastell wurde von Kaiser Friedrich II. Im 13. Jahrhundert gegründet. Ursus bedeutet übrigens Bär. Es ist also ein Bärenkastell. Für 6 € Eintritt kommt man auch in das Innere des Kastells. Seit 1934 ist es übrigens ein Museum und dem Publikumsverkehr zugänglich. Im Museum findet ihr eine reichhaltige Sammlung von Kunstwerken von der Antike bis hin zur Gegenwart. In den großen Erdgeschosssälen wird die herausragende Sammlung antiker Skulpturen und Bronzen gezeigt. Wir schauen uns jetzt was richtig Cooles an, nämlich das San Birillo Art District. Das ehemalige Rotlichtviertel ist heutzutage ein kunterbunter Platz mit vielen Graffitis und Street Design. Wenn es also um Street Art und Urban Art geht, dann ist dieses Viertel auf jeden Fall eines der spannendsten in ganz Europa. Die Künstler arbeiten hier übrigens zusammen und in Absprache mit den Bewohnern des Viertels.
So sieht man zum Beispiel einige Porträts von Katzen, die wirklich den Frauen aus der Nachbarschaft gehören. Wir lieben ja solche lebendigen und farbenfrohen Viertel. Von daher war das auf jeden Fall unser Highlight hier in Catania. Catania hat übrigens auch einen Hafen. Solltet ihr also mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein, dann würdet ihr in dem sehr zentralen Hafen ankommen. Schaut aber, dass ihr schnell in die Stadt kommt, denn wirklich beeindruckend ist das Hafengelände tatsächlich nicht. Ebenfalls in die Liste der nicht so empfehlenswerten Orte würden wir den Strand Spiaggia von Catania aufnehmen. Hier sind wir hingelaufen, was schon nicht ganz so schön war, da man die ganze Zeit an einer Hauptstraße langläuft. Naja, und vor Ort fanden wir es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig beeindruckend. Wir sind uns sicher, dass es hier auf Sizilien noch weitaus schönere Strände gibt. Jetzt haben wir soweit unsere To-Do-Liste abgehakt. Wie so oft in Italien macht es wirklich Spaß, sich einfach nochmal dem Flair der Stadt hinzugeben. Wir spazieren also ein bisschen durch die Gassen, bleiben oft sitzen, bestellen uns was Leckeres zu essen, trinken ein leckeres Glas Wein und stranden auch bei dem ein oder anderen kleinen Markt. Und wie üblich wollen wir euch auch heute eine kleine Gastro-Empfehlung mit auf den Weg geben. Wir haben uns wirklich verliebt in dieses kleine und liebevoll geführte Lokal hier. Die kleine Weinbar Il Calice dei Grulli ist wirklich wahnsinnig gemütlich. Hier kann man total leckeres Essen bestellen, was wirklich alles handgefertigt ist, und er erklärt einem gerne auch, was alles so drin ist. Und den Wein, ja, der hat uns auch sehr lecker geschmeckt. Wir haben das ein oder andere Gläschen hier getrunken. Wo es uns auch wirklich richtig gut gefallen hat, ist diese Bar hier. In der Bar Naut kann man total schön draußen sitzen. Als Snacks gibt es allerdings nur ein paar Nüsse und Chips. Dafür haben sie auch sehr leckere Cocktails, Weine und natürlich alles Mögliche an Softgetränken. Das war es dann jetzt auch schon mit unserem kleinen Trip nach Catania. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!